can't see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save the situation? Why the steps getting wasted even though we feel the same? Hallo, herzlich willkommen zu Conny dekoriert und Hallo! ich muss schon lachen. Und wer ist noch da? Micha, Genau. der Kameramann, Und der Beri ist heute der auch Beri dabei. und die Sophie. Und wir haben Herbst, fast Herbst und das Wetter ist so schön. Und deswegen haben wir beide heute gesagt, wir basteln mal, oder? Ja. Ja, früher öfter mal gemacht und heute haben wir gedacht, das machen wir mal. Und das ist nämlich unser Thema. Da haben wir beide, ja, mit einfach alten Ästen, Zweigen und Blumen aus dem Garten und ein Bund Trockenblumen haben wir auch verarbeitet. Alte Flaschen, Altglas und das ist vielleicht eine Idee, hier auch einfach eine Flasche reinzustellen oder auch eine Echtwachskerze mit LED, mit Timer, dann kann natürlich nichts verbrennen. Wir haben leider heute nur dicke hier. Es gibt ja auch kleine, die man super da reinstellen kann. Dann hat man nochmal so ein tolles mit den Hortensien aus dem Garten. Ja. Und ihr Lieben, das hat Spaß gemacht. Und wenn ihr nämlich wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Eine Basis und noch eine Basis. Und zwar die erste Basis sind hier diese 3 Weinflaschen. Genau, Michael war total fleißig und hat uns wunderbar die Etiketten nämlich abgemacht. Da bin ich nämlich ganz begeistert. Und Lauras Basis ist einmal ein Glas mit Steckmasse. Die haben wir so ein bisschen versteckt hier unter. Haben hier noch ein bisschen Moos vom Teich weggenommen und haben das damit ein bisschen verkleidet. Genau, das ist Lauras Basis. Dann haben wir 2 Bretter. Das sind so Dekobretter. Guck doch mal hier unten in der Videobeschreibung bei auf dem Hof Oelkers. Da haben wir die nämlich auch. Die sind wunderbar zum Dekorieren. Und was haben wir noch? Geglühten Draht. Und da haben wir dann nochmal den Wickeldraht dazu. Dann haben wir Seitenschneider und eine Gartenschere. Und dann guck mal hier links, Micha, pur Natur. Alles noch aus dem Schuppen gefunden hier unten. Alles Äste vom letzten Jahr. Und das ist so schade, die wegzuwerfen. Dann habe ich vorne noch vom Eukalyptus ein bisschen was abgezwackt. Und was haben wir noch? Lärchenbaum habe ich auch noch ein paar Zweige. Und ich würde sagen, es geht los. Die Idee ist, an diesem Brett, was ich habe, wo die Flaschen nachher hinten stehen sollen, da sollen nämlich Blüten oder vielleicht auch noch Kerzen drauf. Und ich möchte gerne hier vorne jetzt den Draht, den wir haben, und ich zeige das mal eben, Micha, ich komme einfach mal nach vorne. Der ist hier unten ein bisschen spitz und diese spitze Seite nehme ich und werde mir das hier jetzt auf das Brett stellen, wo ich ihn gerne fixieren möchte. Nehme mir hier den Seitenschneider und nehme jetzt hier mal eben meine Gartenschere und hau ein paar Mal rauf. Genau, so ist ein bisschen besser. Und das ist wirklich nur ein paar Mal und er ist super fest und wir haben ihn drauf. Ich werde mir jetzt hier in einigen Abständen noch ein paar Drahtstäbchen drauf machen. Und bei Laura, du möchtest das ein bisschen rund, oder? Mhm, genau. Ja, genau. Ja. Und ich würde sagen, wir machen die mal eben ran. Would you hug me in the dark? Let the worries go away. Would you do it all again? Do it all again? Would you leave your finger marks on my body? Laura macht noch ihren Kreis und ich habe jetzt hier vorne den Draht fixiert. Das kann ruhig ein bisschen krumm sein, das ist alles nicht so schlimm. Man kann sich das nachher auch so ein bisschen hin und her biegen. Und ich habe mir jetzt die Flasche mal dahinter gestellt, weil ich möchte natürlich, dass die Flasche auch noch ein bisschen sichtbar ist. Und deswegen nehme ich jetzt den Seitenschneider und werde jetzt ungefähr so die Höhe hier von dem Draht mir abzweigen.
Zack, immer schön aufpassen, das ist natürlich auch sehr pieksig und schneide mir das jetzt auf die Höhe runter. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 Bei dem Langbrett, also ich habe ja jetzt nur eine Seite, da mache ich das jetzt so und das ist natürlich perfekt, weil der Draht von der Länge einmal hier quer rüber passt, also wirklich haargenau. Und ich werde mir jetzt hier auch von dem geglühten Wickeldraht immer so ganz kleine Stückchen einmal abschneiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und werde den jetzt hier mit dem Wickeldraht einmal noch mal in der Mitte befestigen, damit wir noch ein bisschen mehr Stabilität haben. Nehmt ihr den Draht, genau, knickt euch den hier einmal so rum und verzwirbelt euch das jetzt hier oben. body while it sways. Would you like my way, find my way home again? Laura hatte jetzt auch das Glas drin, damit sie ungefähr weiß, wie sie die Drahtstäbe anordnen muss. Und sie wollte das nämlich gerne wie so ein Auge, würde ich sagen. Ne? Wolltest du es gerne haben, so ein bisschen schräg weglaufend zur Seite weg. Sie hat gesagt, sie möchte hier gerne noch ein bisschen Platz haben für so eine schöne Kerze oder ja, wir gucken einfach mal, wie man das noch dekorieren kann. Und jetzt gucken wir einfach von der Höhe und werden hier den Rest jetzt auch noch mal abschneiden. Ich zeige das noch mal eben. Ich gehe hier einfach mit dem Draht rum, zwirbel mir das jetzt hier einmal, zweimal fest und gehe jetzt hier an die Seite und verdrehe mir das praktisch hier rechts und links noch mal die Enden und dann hält das auch. So, und was ich gerade gemacht habe, Laura hat ein bisschen mehr Arbeit, weil sie sich ja nun diese Form ausgesucht hat, hat sie sich den Draht vorab in diese Form gebogen und fixiert das jetzt auch mit dem Draht hier und an der Seite ein bisschen reinzwirbeln, genau, und macht sich das fest. So, Lauras Konstruktion ist fertig. Wir haben den Draht, der hat sie, nicht ich, hier nach vorne hinweg gemacht, hat sich noch richtig schön verzwirbelt, damit das auch schön hält. Und sie möchte das jetzt gerne nach vorne hinweg so ein bisschen tiefer haben. Ne? Das heißt, sie schneidet den Draht hier jetzt auch noch ein bisschen tiefer weg. Die anderen Kanten haben wir ein bisschen verzwirbelt, so an den Seiten, genau, damit man sie nicht pieksen kann. Und das macht sie jetzt noch mal eben. Laura kriegt die Weide. Guck mal, das ist so ein schönes Braun. Und genau, und Laura wird sich jetzt hier Stückchen von abmachen und die hier wieder ganz leicht nur mit einem ganz kleinen Draht andrahten. Und bevor ich auch vorne mir die Verblendung mache, nehme ich hier einfach die kleinen, ups, das ist jetzt gebrochen, nehme so ganz kleine Ästchen, die ich hier noch auf dem Kompost gefunden habe. Und bevor ich die Ästchen vorne ran mache, werde ich jetzt hier unten wie beim Weben, ich nehme einfach mal jeden zweiten. Da könnt ihr jetzt alle Äste nehmen, die biegsam sind, auch die Birke. Und ja, einfach ein bisschen ausprobieren und ich schiebe mir den jetzt hier einmal eben unten so durch. Jetzt kann man hier die einzelnen Verästungen eigentlich super so hin und her, wie man es gerne hätte. Man kann sich den Rest auch abschneiden, aber ich gucke jetzt einfach mal, wie das passt. Und ich mag ja unheimlich gerne den Eukalyptus. Und ich werde mir jetzt hier auch noch mal so ein paar kleine Ästchen nehmen und die hier noch mal so zwischendurch mit einweben. Und ich mag ihn gerne riechen und ich mag es auch gerne, wenn er eintrocknet. Hier oben in der Infobox könnt ihr noch mal gucken. Da war das Herz, genau. Das hängt immer noch bei uns über dem Esszimmertisch mit den Disteln. Das ist so fantastisch, auch von der Farbgebung her. Also wir mögen es sehr gerne so. Ich werde mir jetzt hier unten noch ein bisschen was einweben. Die Grobmotorikerin hat schon mal ein bisschen gewebt. Ja? Genau, ich habe einfach die Reste von den Ästen genommen und hier den Eukalyptus immer so zwischendurch, einfach so ein bisschen quer durcheinander. Und
Ich werde jetzt hier vorne gleich, ich habe mich entschieden, hier dickere Äste zu nehmen. Und die werde ich jetzt hier vorne mit Draht andrahten, jeweils wo ein Drahtstück ist. Und Laura ist gerade dabei, sie macht das ganz filigran. Hat ganz kleine Zweige jetzt hier angedrahtet und geht aber auch gleich, wir gucken gleich mal, dickere und werde jetzt hier zwischen auch gleich dickere Äste befestigen. My home is you. My home is you. Jetzt kommen die Flaschen. Guck mal. Oh, Manni ist wieder da. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Hier wird richtig schön gewerkelt. Und das reicht mir so voll und ganz. Ich habe, wie gesagt, hier oben noch einmal so einen Lärchenzweig drauf gemacht. Und jetzt kommen die Flaschen nämlich im Einsatz. Ich werde die beiden braun hier so, guck mal, das scheint auch gut da durch, oder? Ja, wie ein echter Zaun. Wie ein echter Zaun. So, und die mittlere Flasche bekommt jetzt hier eine Lichterkette. Die kann man hier oben super betätigen, hat aber auch einen Timer. Und wir haben wirklich nicht mehr viel blühende Sachen hier im Garten. Aber was ich habe, ist Eukalyptus. Dann haben wir den Ginkgo-Baum. Das finde ich total schön. Ich mache das jetzt einfach mal eben hier rein. Und von unseren Rosen habe ich tatsächlich auch noch, guck mal, so ein bisschen abzwacken können. Und das packe ich jetzt hier in die Flasche rein. Und das ist so wunderschön, finde ich, mit den Grüntönen. Ich finde, das harmoniert perfekt. Gerade die Ginkgo, weil er jetzt so eine ganz leichte gelbliche Farbe bekommt. Und deswegen kommt der hier auch noch mit in die Flasche rein. Und in die andere Flasche mache ich das gleiche. Aber wir haben jetzt den ganzen Herbst eine super Deko. Das kann man nachher kombinieren. Man kann nachher Beeren reinmachen oder zum Winter Tanne. Egal was auch immer. Ich finde es sehr schön. Auch mit Trockenblumen ist es fantastisch zu dekorieren. Diese schlichte Variante ist schon mal fertig. Ich finde das cool, oder? Sehr cool. Ne? Das kann man drin und draußen benutzen. Auch draußen Balkon, Terrasse. Finde ich wirklich klasse. Aber auch Esszimmertisch finde ich wirklich. Oder Fensterbank auch perfekt. Gerade wenn man Trockenblumen hat. Jetzt, das war die einfache Variante. Jetzt gehen wir mal zu Laura rüber. Weil die hat eben noch mal richtig. Guck mal, sieht man das? Hier einmal eben komplett. Hier ist sie mit dem Draht durchgegangen. Das ist jetzt wirklich hier noch mal so, ja, ganz filigrane Arbeit. Und jetzt steckt sie hier, und das finde ich ganz cool, die ganzen Trockenblumen rein und füllt das hier in den Ecken nochmal oder in den Lücken nochmal auf. Während Laura alles schön auffüllt und es sieht echt klasse aus. Also das gefällt mir auch wirklich gut. Ne? Also das ist mit den Trockenblumen wirklich eine coole Idee. Und in der Zeit, weil wir finden, dass da doch noch ein bisschen Farbe rein kann, nehme ich jetzt die Hortensien und schneide mir die schräg an und werde die jetzt hier in unser Steckmosi reinsetzen. Die habe ich schon mal eben angeschnitten und werde die jetzt auch so richtig schön da drin eintrocknen lassen. Und da ist es, unser Thema. Wir haben es geschafft, ne? Ja, haben wir geschafft. Fürs erste Mal, also wirklich. Ja gut, meins ist ein bisschen grobmotorischer gewesen. Laura hat ein bisschen, ja, Fummelarbeit heute gehabt, aber du magst das ja gerne, ne? Ja. Mhm, genau. Ihr Lieben, und das nur mit einem Brett. Ihr könnt ein Holzbrett nehmen, eine Latte, egal was. Einfach nur ein bisschen Draht drauf genagelt und vielleicht alte Flaschen oder Gläser, die man super damit in die Deko mit integrieren kann. Und wenn euch das Thema nämlich interessiert hat und inspiriert hat, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, vielleicht auch ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke mal, bekommt immer Info, wenn ein neues Video online ist. Und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Hof Oelkers, weil da gibt es auch die Bretter in klein, in groß und eigentlich auch LED-Echtwachskerzen, die ich leider heute nicht hier habe. Also es hat Spaß gemacht, oder? Ja, super. Ja? Mega, ja. Dann gehen wir jetzt mit dem Hund. Ja? Ja, die Machen wartet wir. schon. Genau, die wartet schon. Also ihr Lieben, bis bald, eure Conny. Eure Laura. Und euer Kameramann Micha? Bis die Tage. Tschüss.